möchte euch heute dieses kleine Gerätchen hier vorstellen. Das heißt Solo, ist von der Firma LiveU, also Live und großes O geschrieben. Ist ein kleines Gerät, mit dem man direkt live ins Internet senden kann, also sowohl über Facebook Live als auch über YouTube das Livestreaming starten kann, eben ganz ohne Hilfe eines Computers. Man braucht also im Grunde nur dieses kleine Ding und eine Kamera und ein Mikrofon. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Licht aufgestellt, damit es ein bisschen nett aussieht, einfach auch um das mal auszuprobieren. Und das funktioniert so. Die Kamera ist über dieses HDMI-Kabel hier mit dieser Einheit hier verbunden und ich kann, egal mit welcher Internetverbindung ich es zu tun habe, eben senden. Also zum Beispiel könnte ich, wenn ich jetzt hier wollte, hier ein Ethernet-Kabel, ich hoffe, dass man das sehen kann, da ein Ethernet-Kabel einstecken. Also könnte zum Beispiel, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in irgendeiner Institution bin und von dort aus senden will und es gibt dort eine Internetverbindung, beziehungsweise es gibt irgendwo einen Ethernet-Port, wo ich ran kann, dann könnte ich das Ding da einstecken. Ich kann aber auch genauso, das probiere ich jetzt hier im Moment aus, über zwei LTE-Sticks senden. Und zwar ist das einer, der in das Netz der Telekom eingebunden ist, und das zweite, der ist in das Netz von Vodafone eingebunden. Und dieser Hersteller hier, LiveU, ist damit beschäftigt, das möglichst hinzukriegen, eben das Bündeln von Netzkapazitäten zu schaffen. Also das heißt, immer da, wo man freie Netzkapazität hat, da nutzt das Gerät das. Das heißt also im besten Fall, also zweimal LTE, könnte man also dann schon ordentlich Bildqualität senden. Dann schauen wir uns das Gerät mal näher an. Es hört auf den Namen LiveU Solo oder LU200 und steckt hier in einer Tasche mit Gürtelclip. Vorne gibt es ein kleines Farbdisplay, das leider wirklich unterirdisch schlecht ist. Mit den beiden Tasten wird das Gerät bedient. Links gibt es eine Ethernet-Buchse, mit der man das Gerät an ein Netzwerk anschließen kann, und den Anschluss fürs Netzteil zum Aufladen des internen Akkus. Zum Größenvergleich lege ich mal ein iPhone 6 oben drauf. An der anderen Seite ist schon deutlich mehr los. Hier wird über einen normal großen HDMI-Port die Kamera angeschlossen, die sich wahrscheinlich sowieso in unmittelbarer Nähe befindet. Am besten ist es, wenn man das Mikrofon direkt an die Kamera anschließt, dann können Live-Bild und Live-Ton nur über ein Kabel in das LiveU Solo kommen. Ich habe hier ein relativ kurzes HDMI-Spiralkabel benutzt. Einen profimäßigen SDI-Anschluss hat das LU200 auch, den bräuchte ich persönlich jetzt nicht. Dann gibt es noch einen Kopfhörerausgang zum Kontrollieren des Tons und einen Steckplatz für eine Micro-SD-Karte, mit der man wohl auch aufzeichnen kann, was gesendet wird. Das habe ich nicht gemacht, weil ich ja wusste, dass ich das später von Facebook downloaden wollte. Obendrauf sitzen in zwei Gummilaschen zwei LTE-Modems, die man allerdings selber kaufen und auch bestücken muss. Wenn man mit dem LiveU Solo auf Sendung gehen will, dann muss man sich dazu zunächst im Webportal anmelden und kann dort dann auch sein Gerät konfigurieren und steuern. Man wählt die Streaming-Plattform aus, ich habe vor allem Facebook getestet. Der Livestream wird beschriftet, wobei ich es nicht geschafft habe, dass das, was ich mir hier zusammen getextet habe, auch tatsächlich auf Facebook zusammen mit dem Stream angezeigt wurde. Dann kann man noch die Bildqualität einstellen, wobei Facebook maximal 720p, also 1280 x 720 Bildpunkte schafft, und man kann auch noch wählen, wer den Stream sehen können soll, und man kann noch auswählen, ob die Sendung sofort losgehen soll oder ob man erst nochmal eine Vorschau prüfen will. Das sollte man nach meinen Erfahrungen unbedingt tun, weil eigentlich immer irgendetwas schief geht. Wenn dann alles richtig konfiguriert ist und das Gerät auf heiß gestellt ist, dann kann man die Übertragung entweder hier im Webportal oder per Knopfdruck am Gerät starten, und dann geht's on air oder on net oder so. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie stressig ist das wirklich? Also wie praktikabel ist es tatsächlich, mit einem solchen Gerät hier unterwegs zu sein und dann eben tatsächlich auch den Livestream zu starten, den man vorher eingerichtet haben muss, beziehungsweise es mit einem Notebook oder Tablet hier parallel vor Ort gemacht haben muss, und dann kann man das Ganze tatsächlich mit einem Knopfdruck starten. Das habe ich jetzt gerade ausprobiert und das funktioniert tatsächlich. Wie schon erwähnt, das Display ist im Grunde nicht nutzbar, weil man so ziemlich alles darauf sieht, nur kein Kontrollbild oder die Menüoptionen.
Und so sah mein Setup hier aus. Oben auf der Kamera der Empfänger für das Funkmikrofon. Das HDMI-Spiralkabel führt zum LU200. Und für das habe ich mir eine kleine Halterung gebaut, weil ich keine Lust hatte, das relativ schwere Teil am Gürtel zu tragen. Gesendet habe ich mit 2x LTE. Die Bandbreite konnte ich draußen auf dem Display leider nicht ablesen. Ja, dann danke ich fürs Zugucken, wünsche euch noch einen angenehmen Abend und bis zum nächsten Mal.